Die Dualseelenbegegnung. Warum beschäftigst du dich mit diesem Konzept? Bist du einem Menschen begegnet, einem zweiten Menschen, zu dem du dich wahnsinnig intensiv hingezogen fühlst, zu dem allerdings keine reale Beziehung möglich zu sein scheint? Was du auch tust, es ist wie verhext, reale Beziehung zu diesem zweiten Menschen scheint nicht möglich zu sein. Unter Umständen ist dieser Mensch, zu dem du dich in tiefer Liebe hingezogen fühlst, gebunden, meistens in Zweckbeziehung gebunden. Das Leben ist geordnet und ihr gesteht euch vielleicht gegenseitig eure große Liebe, aber dieser Mensch trennt sich nicht, Beziehung findet nicht statt, jedenfalls nicht in der Form, in der du es dir wünschst und in der letztlich auch vielleicht er sagt, dass er es sich wünscht. Und jetzt bist du auf dieses Konzept gestoßen, das Konzept der Dualseelen. Und jetzt studierst du eifrig und fleißig all die Tipps und Tricks und Ratschläge und du triffst auf die Begriffe Gefühlsklärer und Loslasser und du versuchst dich einzuordnen. Du versuchst zu gucken, was bin ich hier, wo sehe ich mich, bin ich hier der Gefühlsklärer, der Loslasser, was habe ich hier für Lernaufgaben zu bewältigen, damit ich mein Ziel erreiche, damit sich mein Ziel verwirklicht, mit diesem Menschen zusammenzukommen. Solange du dieses Konzept als deins ansiehst, solange du dieses Konzept verfolgst, aus der Perspektive deines kleinen getrennten Fleischklöpfchens, aus der Perspektive deines kleinen getrennten Ich, da ist der andere, hier bin ich und ich muss A, B, C, D, E, F, G an Aufgaben bewältigen, damit ich mit diesem anderen endlich zusammenkomme, nutzt dir das gesamte Konzept der Dualseelen überhaupt nichts, gar nichts, nicht das Geringste. Denn die Lösung des gesamten Problems liegt in der Begrifflichkeit des Konzeptes begründet. Hier geht es um die Tatsache, dass du deinem zweiten Teil, dir selbst, in einem anderen begegnest. Und sag mir bitte Folgendes: Fehlt dir in diesem Augenblick, fehlt dir etwas, musst du etwas tun, um vollständig zu werden? Gibt es etwas, was du tun musst, um dir etwas hinzuzufügen? Fehlt dir etwas? Glaubst du, irgendetwas mit dir stimmt nicht und du brauchst etwas, du musst dir etwas aneignen, um vollständig zu sein? Glaubst du das? Das Dualseelenkonzept dient einer einzigen Tatsache oder einem einzigen Thema. Das Dualseelenkonzept dient dem Thema, dass du endlich zurückkehrst in das Gefühl, und nichts ist wichtiger in deinem Leben als deine Gefühle, und zwar die für dich selbst, dass du zurückkehrst in das Gefühl, dass du bereits vollständig bist. Dieser andere Mensch zeigt dir Aspekte deiner selbst, deshalb fühlst du so unlösbare Anziehung. Dieser andere Mensch zeigt dir Aspekte deiner selbst, die du hast, die du aber nicht fühlst zu haben und die du dementsprechend auch nicht lebst. Es geht hier nicht darum, dass du und ein anderer zusammenfinden. Es geht hier darum, dass du spürst, dass du schon verbunden bist mit allem, wonach du dich sehnst. Und erst, wenn du in das Gefühl findest, dass du bereits jetzt und hier mit allem verbunden bist, was du in einem anderen gespiegelt
glaubst nicht zu haben, erst wenn du in diese Verbundenheit, in das Gefühl dieser Verbundenheit kommst und dann eben auch jeden Aspekt deiner selbst lebst, Liebe lebe, lebe Liebe, dich lebst, in allem, was du bist, in allem, was dich ausmacht, in deinen erwachsenen Anteilen, deinen fürsorglichen, erschaffenden, rahmengebenden Anteilen, verlässlichen Anteilen, als auch deinen spielerischen, kindlichen, vertrauenden, hingebenden Anteilen. Wenn du dich in der inneren Verbindung aller deiner Aspekte und aller deiner Anteile lebst, erst dann kann und wird in dieser besonderen Zeit, die nichts als glasklare Wahrheit ist, ein Brennglas glasklarer Wahrheit, von ganz alleine, ohne jedes Sehnen, Hoffen, Bangen, ohne die Schwingung von ich habe nicht, die Schwingung von Angst letztlich, wird in dein Leben treten, was in dein Leben gehört. Und wenn du an diesem Punkt deines Bewusstseins bist, dass du fühlst, dass du alles hast, dass du alles bist, dass du vollständig bist, dass du wundervoll bist, so wie du bist, dass du um nichts zu kämpfen brauchst, weil alles schon da ist. Wenn du an diesem Punkt bist, wird es nicht mehr sehnsuchtsvoll, fundamental für dich von Bedeutung sein, ob er oder sie es ist oder ein anderer. Weil du fühlen kannst, dass du nichts brauchst, sondern ein gebendes Wesen bist. Ja, es gibt bereits jetzt den Menschen, der in dein Leben gehört. Aber alle Konzepte, die auf Trennung basieren, auf der Illusion von Trennung, hier ich und da ein anderer, und wenn sich dieser andere mit den Aspekten, für die ich Anziehung verspüre, du verspürst ja nicht für diesen anderen Menschen Anziehung, sondern du verspürst immer für Aspekte deiner selbst, die du gespiegelt siehst in einem anderen, die du in dir selbst nicht fühlst, aber in einem anderen siehst. Für diese Aspekte empfindest du Anziehung. Nach diesen Aspekten hast du Sehnsucht. Die hast du aber alle schon, die fühlst du nur nicht zu haben. Solange du welches Konzept auch immer benutzt, aus der Perspektive der Trennung, aus der Perspektive ich habe nicht, aus der Perspektive ein anderer kann mich vollständig machen, führt dich jedes Konzept an der Nase herum in einer unendlichen Wiederholungsschleife der Nichterfüllung. Denn in dieser Zeit geht es eben um Ego, also Trennungs-Ich-Auflösung. In dieser Zeit geht es darum, dass du fühlen kannst, dass du bereits alles hast, dass du mit allem verbunden bist und dass du unendliche Fülle bist. Erst dann kann eben die Fülle, die in diesem Augenblick schon da ist in deinem Leben, wenn du fühlen kannst, dass du sie selbst bist, dass du die Liebe bist, dass du die Fürsorge bist, dass du die Annahme, die Schöpfung, die Größe, die Schönheit, die Fülle bist, wenn du das fühlst, dann kommt von ganz allein in dein Leben oder ist dann automatisch von ganz allein in deinem Leben, was zu dir gehört, ohne jede Manipulation, jeden Kampf deinerseits. Das Dualseelenkonzept dient aufgrund der Tatsache, dass dir der Schmerz der Nichterfüllung aufzeigt, was du noch immer über dich selbst glaubst. Hier in dieser Dualseelenbegegnung wird dir ja durch die Ablehnung des anderen, die aber nicht die Ablehnung des anderen ist. Sie ist deine eigene Ablehnung. Der andere existiert nicht. Es ist deine Dualseele, es ist dein zweiter Teil. Da du, ohne in den Spiegel zu schauen, in dieser Zeit noch nicht in der Lage bist, dich selbst zu erkennen. Begreife das bitte. Da du noch nicht, ohne in den Spiegel zu schauen, jetzt in dieser Zeit in der Lage bist, dich selbst zu erkennen, bringt dir das Leben dich selbst als Spiegel und zeigt dir durch den Schmerz der Ablehnung deiner selbst, gespiegelt durch einen anderen, was du noch immer über dich glaubst, was dir noch immer im Weg steht, um dich selbst zu leben. Und wenn du deine Perspektive sanft wechselst und erkennst, dass dich nicht jemand anders ablehnt, es lehnt dich nicht jemand anders ab. Hier wird dir durch die Nichterfüllung deiner Sehnsucht nach Beziehung zu dir selbst aufgezeigt, was dir noch im Wege steht, um Beziehung zu dir selbst bedingungsfrei, tief liebend zu leben. Der ganze Rest geschieht von alleine. Da ist kein anderer. Das ist nicht, er ist nicht der Gefühlsklärer und du der Loslasser. Das bist du. Das sind deine Aspekte, wenn sie dich Schmerz fühlen lassen, die dir noch im Wege stehen,
dich selbst in all deiner Schönheit, Einmaligkeit, Fülle, Authentizität zu leben. Du begegnest dir selbst, um dich zu erkennen, um im Spiegel des anderen zu erkennen, welche selbstablehnenden Glaubenssätze dir selbst noch im Weg stehen, dich zu leben. Das ist alles, was du über dieses Konzept wissen musst. Darüber darfst du dir bewusst werden. Der andere ist du. Der Schmerz, den du durch seine Ablehnung erfährst, ist die Bewusstmachung deiner selbstablehnenden Glaubenssätze dich betreffend. Das ist der Seelenplan, der Deal, den du mit dir selbst, mit dieser Welt abgeschlossen hast. Und ja, dann kommst du in ein Bewusstsein, wo einfach von ganz alleine zu dir findet, was zu dir gehört. Und in nicht seltenen Fällen ist das dieser Mensch, ja. Aber erst wenn aller Groll, alle Wut, aller Zorn in deiner Liebe, nicht in deiner Ablehnung, in deiner Liebe, deinen eigenen Zorn, deine eigene Wut, deinen eigenen Groll betreffend, verbrannt sind, in deiner Liebe sich aufgelöst haben. Der andere bist du in deiner empfindlichsten Version, um mit Rumi zu sprechen. Vielen Dank für deinen Mut und deine Aufmerksamkeit, endlich die Perspektive zu wechseln. Da ist kein Gefühlsklärer, kein Loslasser, kein anderer Mensch, der dich gut, schlecht, mies behandelt, der dich anzweifelt, der dich herabsetzt. Nein, hier wird mit einem Brennglas in einer 10.000-fachen Vergrößerung dir vor Augen geführt, was dir noch im Weg steht an selbstablehnenden Glaubenssätzen, im Weg steht, um dich selbst zu leben. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, deinen Mut, zurückzukehren zu dir, deinen Mut durch deine Ängste, durch deine selbstablehnenden uralten kindlichen Glaubenssätze zu gehen und alles zu reintegrieren, was zu dir gehört und in deiner Liebe zu jedem Aspekt deiner selbst aufzulösen. Wenn du Begleitung möchtest auf diesem Weg, zurück in das Gefühl deines bedingungsfreien Ja zu dir, findest du mich auf meiner Website www.martinuhlemann.de oder auch auf Facebook unter Martin Uhlemann Consciousness Coaching. Gern begleite ich dich ein Stück deines Weges zurück zu dir. Die ersten 15 Minuten eines Gespräches, um zu schauen, ob das passt, sind komplett kostenfrei. In diesem Sinne, vielen Dank.